Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades of Cold Steel. Wir sind mit der nächsten Old Schoolhouse Investigation beim letzten Mal durchgekommen. Ich glaube, das war die 5. insgesamt bisher. Und haben am Ende, weil der Tag jetzt inzwischen vorangeschritten ist, wieder den obligatorischen Bonding Point bekommen, den ich dann bei Magias eingelöst habe. Wir haben beobachten dürfen, wie er in einem Schachduell quasi Ober- versus Unterklasse gegen die Nobles hier angetreten ist. Und nachdem es am Anfang ein bisschen schwierig aussah, er noch das Ruder rumreißen konnte, der gute Magias, und den Sieg einfahren konnte gegen Jusis, der hier überraschend auftauchte und ja, die Rolle die Vertretung für die ganzen Noble-Leute hier eingenommen hat. Wir gucken mal, was sie zu erzählen haben, und dann brechen wir auf zu neuen Ufern. We've been so focused on superiority that we forgot why we started playing chess in the first place. I can't believe it took something like this to make us realize that. So hatte es am Ende dann wahrscheinlich doch noch was Gutes. Die beiden haben mich tierisch aufgeregt während der Partie, weil die halt irgendwie nonstop so und die Upper Class kann doch nicht gegen solche Lowbobs verlieren. Die ganze Zeit irgendwie so dummen Kommentare vom Stapel gelassen haben, aber Ende gut, alles gut. To tell you the truth, it's a relief that we don't have to leave the club. We're all here because we love playing chess after all. Das ist schön zu lesen, dass ihr das genauso seht. Siehste mal. I never thought I'd see the day that both chess clubs stood united once again. Magias really is our savior. Ja, aber das hat sich ja schon abgezeichnet, ne, dass der Stefan der größte Magias-Fan überhaupt ist. Thanks, Reen. Your advice helped me win the match. I guess I should probably thank him too. Thank who? Oh, Reen, das... Also... Ist doch klar. Nothing. I said nothing. Ich habe am Ende der letzten Folge sogar noch gesagt, dass ich gerne live dabei wäre, während er sich bei Users bedankt, nicht entschuldigt. At any rate, it looks like things have been settled for now. Thanks for cheering us on, Reen. Deswegen waren wir hier. Das haben wir sehr, sehr gerne gemacht. So, lass mich kurz überlegen, was wir jetzt als nächstes tun. Ah, genau, mit den beiden wollte ich noch sprechen, weil Elisa und Ferris haben wir hier gesehen. Ein seltener Anblick. Also eigentlich das erste Mal, dass die hier so beieinander sitzen, würde ich sagen. Hey, I know there's been a lot of stuff between us since we first met, but I like having you as my rival, and I hope we can keep inspiring each other for the rest of our time here. I couldn't have said it better myself. There's more to being friends than just getting along after all. Exactly. I'm so glad you feel the same way. As am I. Oh mein Gott. Der Anfang einer Freundschaft? Fragezeichen, Fragezeichen. When did these two become such good friends? Genau die Frage ist berechtigt, Reen. Genau diese. The rain's really coming down in sheets. All the noise it's making on the windows is really irritating too. Ich finde das voll schön. Ich liebe das Geräusch. Maybe we should take shelter in the upper class dorm. Na dann. Ich freue mich. Ich will, dass ihr Best Friends werdet und dass wir in all den folgenden Code-Stil-Teilen das Wachsen eurer Freundschaft weiter beobachten und mitverfolgen dürfen. I believe that rivals is the most accurate way to describe the relationship between Elisa and myself. Each of us wishes to help the other better herself. I believe that rivals... Aber es war ja schon immer so. Woher kam plötzlich der Sinneswandel? Da muss ich mich Reen anschließen. So ganz erschließt sich mir das nicht. Aber naja, solange der Outcome stimmt, warum nicht? So, hier werde ich jetzt, denke ich mal, erstmal nichts einkaufen. Weil so ein bisschen auf Reserve. Guck mal, ich kann doch wieder ein bisschen was exchangen, ne? Ah gut, die nächste Field Study, die wird wahrscheinlich auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Es ist alles so schwierig. Dieses Geldproblem hier immer in Cold Steel. Es ist so... Man will so gerne, ne? Vor allen Dingen, ich habe immer gerne von jedem Item irgendwie ein Exemplar dabei, gerade wenn es um so Rezeptsachen geht, die ja auch im Kampf nützlich sind. Es ist ja nicht nur so Prinzipienreiterei, es bringt ja auch oftmals was. Aber kannst du ja halt so nicht machen, ne? So, genau, Hidden Quest. Ich wollte danach Ausschau halten. Ich habe ja beim letzten Mal gesagt, dass ich mir eine Notiz gemacht habe, zu wem ich gehen muss.
Aber die war sogar falsch. Ich habe jetzt nämlich, damit wir hier heute nicht allzu viel Zeit verlieren, nochmal nachgeguckt, wo das Ganze startet. Und das ist tatsächlich ein anderer Ort als der, den ich mir notiert hatte. Wobei, warte mal, wenn hier Kenneth steht, guck mal, bei Regen und Wind, bei Regen, Sturm, egal was für ein Wetter, er ist immer am Angeln. Also wenn das keine Dedication ist, dann weiß ich auch nicht. So, wir werden jetzt nämlich erstmal ganz woanders hinlaufen. Und zwar in ein Haus, wo wir bisher noch nie hingelaufen sind, um irgendeine Mission zu starten. Nämlich das hier. Denn hier müssten wir auf Hannah treffen, wie gewohnt. Kurt's certainly taking his time. I wonder where he went. I'm pretty sure he went over to Annie's, but I'm getting a little worried with all that rain. So their son hasn't come home yet. I'll have to keep an eye out for him. I wonder where Kurt's gone. Hopefully he is at Annie's house. Aber guck mal, es startet nicht offiziell, so mit extra Fenstereinblendungen und so, als offizielle Mission. It's raining outside too. How can I help but be worried? I should head out there and bring him home quick. Okay, und das werden wir dann jetzt nämlich übernehmen. Es gibt zwar keinen Hint, wo er sich befindet. Vielleicht hätte man dieses Gespräch auch gar nicht führen müssen mit den beiden. Das können vielleicht andere eher beantworten als einer. Vielleicht reicht es auch, wenn man direkt in die Kirche geht und den dort rumliegen sieht, weil dort wird er sich nämlich aufhalten. Ich hatte mir nämlich Rosine aufgeschrieben, oder Rosine, die hier in der Mission auch irgendwie eine Rolle spielt. Ach, guck mal, da ist aber ein Pünktchen, ist da eingezeichnet. Hat man gerade sogar ein bisschen sehen können. Na, wen haben wir denn da? Kleiner Mann, sie werden gesucht. Aber der schlummert selig wie eh und je. Looks like he's fast asleep. I don't think there's any risk of him catching a cold since it's still warm, but... Achso, ich habe gerade schon wieder Halluzinationen gehabt, weil ich dachte, jetzt kommt wieder eine Stimme, weil es jetzt wieder vertont ist. Reen from Class 7, is that you? Da ist sie. Hauptsache eine Nonne in Boots. Sieht man auch nicht alle Tage. That's right, sister. Actually, you're from the same year as me, aren't you? Why, yes, I'm Rosine from Class 5. Wir kennen einander schon. I see Kurt's fallen asleep. So that's his name. Haben wir doch von den Eltern schon gehört, Mensch. That reminds me, his parents were awfully worried about him. Oh my, it is getting late, so I can understand why. Yeah, how did he end up falling asleep here anyway? Well, the wind orchestra had a performance here today. Kurt was so excited about it that he ended up staying right here to bask in the ambience of it all. All of the excitement must have tired him out. Oh, so he was watching the performance too? That would explain it. He really must have been exhausted to have fallen asleep here, though. Yeah, I'd feel kind of bad waking him up when he's sleeping so peacefully, too. What's so funny? Sie hat gelacht, ich weiß. Nothing, I just realized how kind you are. But don't worry, I'll be sure to take Kurt back home. Vielleicht haben seine Eltern auch mit den Scheinchen gewedelt, ne? Du weißt es ja nicht, du kennst ja Reen noch nicht so gut. Aber nein, du hast genau einen Schwarze getroffen, Rosine. On your own? How else? I'm much stronger than I look. Carrying him home shouldn't be too much trouble. It might be tough to do without waking him up though. Well, he doesn't look too heavy, but it feels kind of wrong to leave this all to her. Warum? Especially since it's raining outside. Ja, aber wenn sie das von sich aus möchte. Also ganz ehrlich, die Strecke hier von der Kirche bis drüben zum Haus könnte ich den auch Huckepack mitnehmen, denke ich. Offer to carry Kurt, think about it a while. Wir nehmen das obere natürlich. Mind if I lend you a hand? I'd feel bad making you take him home on your own. Are you sure? I'd feel terrible for forcing my job on you. Seriously, don't worry about it. There's no way I could leave you to carry him on your own when it's raining this hard outside. You really are so kind. Can I trust you to take him then? That's the idea. But how do you plan on doing so without waking him up? We can't let him get soaked in the rain either. Oh right. That is a problem. I can't hold him and an umbrella at the same time.
Ja, ja, ist schwierig. Ich überlege gerade, geht bestimmt irgendwie, aber nicht ohne die Gefahr, ihn fallen zu lassen. Then allow me to take up the umbrella duty. Oh, that's not a bad idea. Let us be off then. Die chuckelt aber eine ganze Menge hier. Ah, jetzt ploppt das auf. The Sleeping Boy. Okay. Okay. Bin trotzdem gespannt, ob das hier so aufgeploppt wäre, wenn wir vorher nicht im Haus gewesen wären. Ich vermute aber nicht. Ich habe ja vorher nochmal nachgeguckt und da hieß es, man muss erst mal mit Hannah sprechen. He's sleeping really soundly. Yeah, he seems so at ease. This is all thanks to you too. Speaking of which, are you all right? You look drenched. I can't believe you let yourself get soaked while keeping the umbrella over me. Oh Leute, holt euch doch mal einen ordentlich großen Schirm. I know it's summer and all, but you must have been freezing. It's fine, honestly. More importantly, thank you for letting me use one of your towels. You brought our son back. Of course we're going to let you use a towel. Aber nicht, wenn du den nicht mitgebracht hättest. Dann hättest du keins bekommen, kein Handtuch. I'd be happy to lend you a spare set of clothes too if you want. Na, aber bitte nicht die Reizwäsche. No need to worry, I have some of my own at the church. Well, if you say so. Regardless, thank you for braving the rain to bring Kurt home. Please take this to warm yourselves up. Bestimmt Tee. Ey, ich wollte gerade sagen, es gibt bestimmt Tee, aber so daneben lag ich ja fast nicht. Reen and Rosine each received premium coffee. Nice, thank you. I'll be sure to enjoy it later. Ja, bis dahin ist schon kalt. Aber gut, sie hat es wahrscheinlich auch nicht zubereitet, sondern uns nur Bohnen oder sowas mitgegeben. Okay, let's head back to the church. Oh, are you planning on going back with me? Back me, was? Are you going back me with me? Zweimal? We've only got one umbrella, so that's a given, right? Don't be nervous now, Rain. You're just sharing an umbrella with a cute girl. It's fine. Aha, er hat zugegeben, dass er Rosine auch cute findet. Na, wenn das Alisa sieht, ne, dann ist aber was los hier. So we better get going. Of course. Dass die Leute sich so haben. Also ich weiß nicht. Isn't your other shoulder getting soaked right now? Oh, don't worry about it. It's just a bit of rain. That won't do. I can't allow you to get wet. So? Rosine moved closer to Reen. I think this might be a bit too much. Maybe we should stay a little further apart. So was sagt man doch nicht, wenn sie sich gerade an dich rankuschelt. Es sei denn, er fühlt sich irgendwie belästigt. Oh no, this is just fine. Ja, für dich, aber nicht für ihn. Right. Herrlich. Ich finde, solche Momente, die finde ich irgendwie manchmal so ein bisschen cringy, aber irgendwie auch unterhaltsam. Ich weiß nicht. Thank you for escorting me back. Oh, please wait there. I'll go make us some tea. That sounds good. Wir haben doch gerade guten Kaffee bekommen. Was ist jetzt aus dem Kaffee geworden? Menno. Ah, da ist sie in ihrer natürlichen Bekleidung. It didn't take you long to get changed. I did it while the tea was boiling. Please help yourself. I appreciate it. Is something the matter? Oh, no, it's nothing. She looks different when she's not wearing her habit. Oh, yep, that's it. It kinda hides her figure a little bit. I should probably abandon that line of thought before I'm struck by lightning or something. So viel zum Saubermann Reen. Sorry about that. You're really odd, Reen. Bekommt er auch nicht so oft zu hören, glaube ich. Na, wobei. Doch, bekommt er schon öfter mal zu hören. Aber immer ein bisschen unterschiedlich gemeint. Alright, you be careful on your way back too. And thank you for the tea, it was delicious. Well, I had to warm you up somehow. Oh, but look at how many sweets we have left over. Please, take some with you. Ja, oh. Oh. You're just spoiling me now. But thanks, I'll see you later. Indeed, have a safe walk. Ich hab nach der Szene, wisst ihr, was ich mir damals so dachte, bei dieser kleine Kay, der steht ja, oder Kai, der steht ja so auf sie, ne? Ich musste mir dann so ausmalen, wie jetzt in so einer richtig creepy Szene
der kleine Junge hier hinter so einer Kirchenbank irgendwie auftaucht mit so richtig gruseliger, böser Musik, so blutunterlaufenden Augen und dann so ein Messer zückt und ab sofort irgendwie Reen verfolgt und wir dann so einen Tomberry-optionalen Boss haben. Weil der vor lauter Eifersucht irgendwie Reen abmetzeln will. Ja, ich habe manchmal komische Vorstellungen, aber ich habe direkt während dieser Szene noch irgendwie an Kai denken müssen. Oder Kay, keine Ahnung, wie man den aussprechen will. So, ich glaube, damit sind wir dann auch durch. Zumindest war es das mit der Hidden Quest. Ich gucke mal eben kurz, ob wir vielleicht neue Bücher einkaufen können. Wird vermutlich nicht der Fall sein, weil der Tag noch nicht rum ist seit unserem letzten Besuch. Aber sag niemals nie. Okay. Ich glaube, wir können damit offiziell in die Dorms und den Tag dann ausklingen lassen. Und dann mal gucken, was für Eskalationen uns beim nächsten Mal erwarten. Das ist er. Oh oh, guck mal, der guckt schon so. Der guckt schon so. Nee, der guckt voll nett. Okay, der hat scheinbar nichts mitbekommen. Yeah, I totally forgot about the plans I made with Rudy. Now he's really mad. How am I gonna get home without him noticing me? I completely forgot about the plans I made with Rudy. Oh, das mit dem Real Pain war neu. He's a real pain when he gets mad too. Okay, kein Wort über Rosine verloren. War das nur ein kurzes Aufflammen der Gefühle und der Zuneigung für sie? Ist sie kein Thema mehr? Oder tut er nur so, als würde ihn das nicht kümmern? Wo sind denn die Eltern? Vielleicht hat er es ja doch gesehen. Ach, die sind hier. Okay. Alles klar. He looks so sweet when he's asleep. He's like a little angel. Ich glaube, das sagen alle Eltern von ihren Kindern beim Schlafen. Watching my child sleep with my wife by my side. Is there anything more to life? Das ist doch schön. Das ist doch schön, wenn das ausreicht, um Glück zu vervollständigen. Dann hat man, denke ich, ein gutes Leben. Kann man sich durchaus ein Beispiel dran nehmen. So, wir werden jetzt auf jeden Fall auch schlafen und dadurch auch ein gutes Leben haben. Es sei denn, am Vorabend eskaliert irgendwas. It's getting dark, so if I go to my room now, I'll be in for the night. Returning to the dorm during the evening on a free day causes the day's activities to end. Any bonding events which... Ja, bla, das kennen wir alle schon. Enter the dorm. Jetzt ist alles zu spät. Alles. Wir werden nie wieder nach Trista kommen. Welcome back, Master Reen. Hier halte ich auch immer die Luft an, weil es manchmal vertont war, manchmal nicht bisher. Diesmal scheinbar nicht. Noch nicht. Hey there, Sharon. I hope the sudden shower didn't catch you too unaware. Would you like me to fetch you a dry change of clothes? No, I'll survive. Thanks to your warning this morning, I was able to avoid the worst of the downpour. I'm amazed you were able to tell a storm was coming that far in advance, though. Chairman Irina takes a lot of business trips, so I'm used to keeping an eye on the weather. Never being caught unawares is just one of a maid's many responsibilities. I can't really picture any other maids holding themselves to such an unrealistic standard. I'll let you know when dinner is ready, so just wait in your room until then. I expect the meal will take a little longer to prepare than usual today. Oh, how come? Well, with 2 new residents in the dormitory, I thought I might make tonight's dinner a little fancier than usual, a welcoming feast of sorts for them. Really? That sounds like a great idea. I'm looking forward to it already. Anything I can help you with for it? Oh, could you? I'm actually short of a few ingredients, so I was just about to step out to buy what I need. I'd be happy to run to the market for you then. It's still coming down out there. Might as well go back out while I'm still damp, right? Don't worry about me, I don't mind. Hehe, well, if you insist, I'd be happy to take you up on your kind offer. Na dann, her mit der Kohle. Geschenkt wird hier nichts. Received shopping list and Mira. Sehr gut. Here's a list of everything I'd like you to buy. That should be exactly enough Mira to cover the expense. Alright, I'll be back soon then. Hehe, take care out there. Take care out there, eigentlich voll einfach. Ich weiß nicht, warum ich manchmal bei so einfachen Textboxen immer so massive Probleme habe. Ganz ehrlich, Sharon hat doch bestimmt irgendeine App auf irgendeinem geheimen Spezialgerät, was die Irina ihr irgendwann mal mitgegeben hat.
Ich würde ja wohl nicht den 7. Sinn dafür haben. Looks like the rain must have stopped while I was inside. Ja, dein Glück. It's gotten pretty dark out too. I'd better get back to the dorm. Oh, hello. Oh. You wouldn't happen to be one of the Class 7 students from Thor's, would you? Out for a little late-night shopping, are we? You could say that. But how did you know I'm from Class 7? You're one of the favorite topics at our radio station, actually. There are plenty of people out there who want to know more about Thor's dashing guys and gals in red. Oh, you work at the radio station? I think I've seen you around town a couple of times in the early morning. Oh, really? By the time morning rolls around, I'm usually so out of it. I hope I didn't look like I was about ready to keel over. No, not at all. Hold on. Your voice sounds so familiar. Oh, maybe you know me from the radio? Good evening, everyone. This summer's turning into a real scorcher, isn't it? To beat the heat, we're going to be broadcasting tonight from a park here in Trista. Ring any bells? Wait. Huh? You're Misty? From Abendtime? Ja, ich glaube, das ist ein Ja. Bingo. You must be quite the avid listener, recognizing my voice so easily. Glad to know I've got a faithful fan out there. Wow, I never figured I'd meet Misty herself, especially like this. I always make sure to catch Abendtime. It helps me relax when I'm studying. Thanks. But it sure is serendipitous, you know? Having a chance encounter like this, just after the rain's eased up. Ooh, maybe I should mention this on tonight's show. I'm not sure that I really constitute a noteworthy topic for a radio broadcast. It's kind of weird. I only know her from Abendtime, but she seems just as friendly face to face. Is something the matter? You're staring at me so intently. I feel a little embarrassed. Well, forgive me if this sounds a little odd, but this isn't actually our first meeting, is it? If I'm not mistaken, we met once before. In a hotel in Heimdall. Wow, I can't believe it. I never figured anyone would actually catch on. Bis das ja eingeblendet wurde, hab ich auch nicht gewusst, also auf den ersten Blick, was er damit meinte. Also das war schon so ein kleiner Wow-Moment. So you really are her, the Azure Diva herself, Vita Clotilde. Right you are once again. Honestly, even the people I work with at the radio station don't seem to have noticed, so I'm surprised you could tell. Rain weiß halt alles. That makes two of us. I almost didn't say anything because it just seemed too implausible. But if you don't mind me asking, how did a star like you end up working at Radio Trista? It's just a little something I do for fun on the side. Gotta spice life up a bit, right? The best part is, the people at the Opera House in Heimdall have no idea I come here to do my show every week. So don't go telling anyone, okay? It'll be our secret. Of course, I wouldn't dream of it. I'm amazed no one else has figured it out though. It's not like you use a different voice when you're on the radio. Well, there's a little trick to it. You're not the only one who was surprised though. I had this feeling I'd seen you before, but I couldn't put my finger on where. But it's you, isn't it? Anyway, I have to get over to the studio now. Oh, and be sure to tune in to tonight's Abendtime. It'll be a fun one. Promise. Wouldn't miss it. And give my regards to those two, would you? Magic Moment für unseren irritierten Reen, würde ich mal sagen. She smells like lavender. The fragrance really suits her.
So, Vita Clotilde herself has been hosting a radio show in Trista. Even if I told them, I don't think they'd believe me. Dir würden sie alles glauben, auch wenn sie am Anfang mit der Stirn runzeln würden. Oh, welcome back. Oh, hey there, Emma. Did you just get back too? Yeah, I just returned a short while ago. Were you out shopping? Yeah, Sharon asked me to go out and pick up a few things for dinner. Though I ended up taking a bit longer than I expected. Wait, do I smell lavender on you? Oh, Lavender spricht man das aus. Alles klar mit einem langen A am Anfang. This is perfume, isn't it? How did it get onto you? Oh, right. I guess I must have soaked up the scent too. She did get pretty close. That's the only thing I can think of. Reen, I can only hope the reason you ended up taking longer than expected isn't because you were... Whoa, hold on. You've got the wrong idea, Emma. Ey, ich an Reens Stelle hätte gesagt, so Mäuschen, pass mal auf. Du willst eine Info von mir, du zuerst. Du sagst mir, warum du damals mit Celine gesprochen hast. Ich habe euch nämlich beide gehört und gesehen. Und ich sag dir im Gegenzug, woher dieser Geruch kommt, den du gerade wahrnimmst. Das würde ich an seiner Stelle wahrscheinlich machen. Aber mal gucken, wie er sich jetzt hier rausreitet. I just happened to bump into someone I know while I was out. That's all. Das macht's nicht besser, wenn du es so formulierst. Gar nicht. No, nothing scandalous. Nothing I'd be ashamed of. I never said it was. Though you do seem strangely defensive for a man who has nothing to hide. Huh. I wonder what would happen if Elise and the other girls were to catch wind of this. Ja, Mann. Wie sie das auch betont, als hätte sie genau das vor und als würde es ihr extrem viel Freude bereiten, der Gedanke. I swear, I just ran into someone I know after I left the store. Nothing happened. You just like raking me over the coals, don't you? Das fand ich ja gerade alles ein bisschen niedlich. Oh, Master Reen, I see you've returned. Were you able to get everything I asked for? Sure did. Let me bring it over. Na dann. Wie hat sie das vorhin betont? Lavender oder so. Hey, no, that's impossible. Aha. Kriegt sie das auch irgendwie mit Vita Clotilde in Einklang gebracht? Wahrscheinlich hat die irgendwie noch viel mehr Identitäten. Also so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. In Cold Steel 1 wird man mit ihr gar nicht mehr so viel zu tun haben. Aber dadurch, dass diese Begegnung hier auch gerade vertont war und Emma jetzt auch diese Anspielung hier wieder hat fallen lassen, ich wette, in den nächsten Teilen geht es irgendwie noch weiter. Aber bitte sagt mir das nicht. Bitte nicht sagen, ich will alle Überraschungsmomente mitnehmen, die ich nur mitnehmen kann im Zusammenhang mit Teil 2. Afterward, Reen decided to give Sharon a hand with the cooking. Gucken kann er auch noch, na Wahnsinn. And when dinner was ready, everyone sat down to enjoy an especially extravagant meal in celebration of Crow and Milliam joining Class 7. Okay, gut, dass sie das Essen nicht gezeigt haben. Oh. Das habe ich jetzt aber nicht aufgemacht. Kennen wir das schon? A representative for the Imperial Family has spoken regarding the aftermath. Das kennen wir schon. Das ist das letzte, was ich dann gelesen hatte. Warte mal. Lake Ebel, genau. Wo dann noch die Reiseempfehlung kam. Warum ploppt das denn jetzt so aus heiterem Himmel auf? So the West Lemuria Trade Conference is just over a week away now. Ach so, weil er das jetzt kommentiert und sich jetzt wahrscheinlich seine Gedanken zumacht. A building that tall is exactly what you'd expect from an economic powerhouse like Crossbell 2. Yeah, it's a big word out there. Still, we've got Milliam and Crow as classmates now. Who would have seen that coming? Crow opened up to us right from the start, though I guess that's just Crow for you. And Milliam's become way more attached to us than I thought she would too. They were both able to form combat links with us right from day one.
I had my concerns about how well they'd mesh with the class, but maybe I was worried for nothing after all. Na, willst du deiner neuen Flamme wieder beim Moderieren zuhören? Good evening. I'm your host, Misty. It's August 18th and we're winding down a busy day here at 9 p.m. I'm here to give you all the cool you need to beat this summer heat. Hey, looks like I'm not too late to catch this week's Abendtime. Seems like those hot summer days keep coming with no end in sight, doesn't it? But even this heat can't stop the momentum behind the West-Emuria Trade Conference being held in Crossbell later this month. Prince Olivert and Chancellor Osborne will be in attendance for this watershed moment in international business. Personally, I'm more interested in the view from the top of that famous new skyscraper the talks are being held in. In some news closer to home, you all have probably noticed the summer showers we're getting here in Trista. The rain's let up for now, but it's managed to push that nasty nighttime humidity right off the charts. It's nights like these I wish I could smuggle an ice-cold beer into the studio. And the director is chilling over there, drink in hand, mocking me. But you know what? Forget that guy. Anyway, for all you students out there, your summer vacation's probably wrapping up, so I hope you made the most of it. Wait, I forgot that summer vacation at the military academy has already come and gone. Whoops. Still, it's never too late to do something bold that'll keep your memories of this summer burning bright. And what about you, Miss Misty? You're probably asking yourselves, well, you might want to sit down for this one. Because fate had a romantic rendezvous in store for yours truly just on the way to the studio today. A tryst with a young man in a park after sunset. Droplets of rain clinging to the grass. I'll treasure the memory forever. Or I would, if I hadn't just made it up on the spot. Chalk it up to a dreamer's poetic license, I guess. Still, maybe one day I'll feel the thrilling rush of a summer love. Gotta keep the fire burning. Er hatte wahrscheinlich gehofft, dass das nicht thematisiert wird. Wait, is she talking about when I ran into her earlier tonight? She's got quite the playful personality, though somehow that doesn't come as too much of a surprise. Hey, it's kind of weird thinking that I just met her on the street a couple hours ago. Anyway, I have to get over to the studio now. Oh, and be sure to tune in to tonight's Abendtime. It'll be a fun one. Promise. Of course. And give my regards to those two, would you? Those two? I didn't really think about it right then, but who was she talking about? Tja, die Frage fällt dir ein bisschen zu spät ein, mein lieber Reen. Denn so ohne weiteres wirst du sie wahrscheinlich nicht mehr greifen können, um sie zu fragen. Hey, lang ist es her, dass wir hier gewesen sind. Was führen die jetzt schon wieder im Schilde? Huh. Ah, so you've arrived. Good to see you, boss. Oh, you're awfully early. Well met, Comrade V, Comrade S. I see that you've finished all your preparations as well. Smooth as silk. Although you're the one who'll be taking center stage in our next operation, without a doubt. Who'd have thought you'd volunteer to go pound the pavement in Crossbow? The Red Constellation are gonna be there. I still think I'm the prime choice for this one. I disagree. As I can no longer rely on the power of the flute, it makes the most sense for me to go. Especially when you consider the very real possibility that we may have to accept a necessary sacrifice for the greater good. That is the best way for us to achieve what we desire. You're serious? You really are too morose for your own good. I could say the same of both of you. Why else would you have willingly plunged yourselves into a struggle like this to begin with? I suppose you're right. You got us there. I see you've all gathered. Comrade C. Fashionably late, but worth the wait. That makes it a full house. I appreciate your gathering, comrades. The wheels have been set in motion. There is no place for hesitation, no time for looking back.
We seek only results. I couldn't agree more. No objections here either. Goes without saying. That said, I will ask you but once. Comrade G, are you certain this is the path you would walk? My heart itself beats with the ideals of the Liberation Front. If my life should see its end in Crossbell, so be it. That tyrant must be stopped from creating the vile dystopia he seeks, dear though the cost may be. If through our efforts we or anyone anywhere succeeds in that aim, we will have our victory. Very well. May the goddess, or perhaps powers less fair, attend you. When this is over and our victory won, let us toast our success together in the Imperial capital. Indeed. Farewell, my comrades. He doesn't know how to express how he feels, but I understand. Losing your place in the world for doing what's right. And throwing yourself into the eye of the storm. It ain't something I could do. Different paths brought each of us here, but the road we travel now is the same. Let us depart, Comrade S, Comrade V. We each have our own part to play in what is to come. Of course. Just leave it to us. Jetzt haben wir aber, glaube ich, zum ersten Mal die Anfangsbuchstaben von allen gehört. Oder die Kürzel von allen. Und für mich ist es immer noch komisch, dem Typen beim Reden zuzuhören, weil der mich immer noch an Dogi aus Is erinnert. Und der da eine komplett andere Rolle spielt, sage ich mal. Und ja, trotzdem scheint es darauf hinauszulaufen, als würden wir mit der Gruppe früher oder später nochmal die eine oder andere Begegnung haben. Als würden sich unsere Wege kreuzen. Ach, das gab's ja auch noch. Schon wieder komplett vergessen. Oh, oh. Meine Leute sind alle nicht ausgerüstet, ne? Alright, it's time for this month's thrilling practical exam. Is everyone ready? Nein. Ready as I'm going to be. Natürlich, anytime. Being a first year again's been no sweat up till now, but I guess my luck's run out for combat training, and I can't even skip out since they won't let me graduate without it. Yeah, you do want to actually finish school someday, right? You spend more of class asleep than awake, so you could at least put some effort into the practical exams. Right, I know. This is the part where we get to fight those things that look like Lemmy, right? I can't wait to jump in. Hey, can we start yet? Can we, please? Would you at least make a token effort to rein in your hyperactive outbursts? Keine Antwort ist doch wohl ein klares Nein. It's amazing how much just adding 2 new classmates can shake things up. I guess I could have you all fight the combat shell, but since we've got 2 new challenges this month, how about you try a little something different? Something different? I wonder what strange idea she's concocted today. Concocted? Was ist das denn für ein Wort? A good instructor's gonna keep you guessing, and by now, you should be prepared for anything. So, Reen, Crow, Milliam. Yes, instructor. Gotcha. Right here. You're the first team. What? Yeah. The rest of you will be 2 groups, and an all-girls team and an all-boys team. Emma's team will be team class president. Makias, your team is team vice president. Reen's team will be team whatever. Each team will be facing off against each other in a series of mock battles. Yeah, those are the dumbest team names I've ever heard.
I can't really disagree, but I don't think the names are the biggest issue here. Quite an interesting split. Hey, wait a minute. Why are the three of us in a totally separate team? And why do we have fewer members than them too? Wahrscheinlich, weil sie vermutet, dass ihr in Summe stärker seid? Würde ich jetzt meinen. Well, in my estimation, these three teams are about equal in strength. Both the girls and the boys teams are well balanced in terms of weapons and combat styles represented. And while Reen's team does have fewer members, Crow has a lot of experience and Milliam has Lemmy. Ich sag Lemmy. So I think that kind of evens out your one-man disadvantage, don't you? I see. It does actually make sense. At least these team divisions are less contrived than I've come to expect from our field study groups. Naja, da hat sich das doch auch gut eingepegelt, oder? Although the part where a certain someone always draws the short straw remains remarkably consistent. Oh, who do you mean? I wonder which poor sucker keeps getting stuck on the hard luck teams. Tja, fine, fine. I'll take the hand I'm dealt this time. Ja. Na, mal schauen. Oh, I like that spunk. Well then, let's get down to business, shall we? The first battle will be between Team Whatever and Team Vice President. Alright, assume your positions, everyone. Ich habe wieder so ein bisschen Bammel vor den Sonderkonditionen, aber eigentlich passt mir das gerade ganz gut, weil diese Gruppe ja noch ausgestattet ist. Ich habe Gott sei Dank nicht deren ganze Quarze und alles weggenommen. Das ist, glaube ich, schon mal ganz hilfreich. So, ich werde jetzt hier mal, weil ich das ja beim letzten Mal noch gegengecheckt habe, ohne es anzupassen, hier mal auf Attack 3 erhöhen. Und der Rest, der kann, glaube ich, so bleiben. Wer fehlt denn jetzt hier, der vorher im Team drin war? Alisa. Macht es eventuell Sinn, diesen Adamantinschild hier noch rüber zu holen? Meine Leute haben halt alle keinen Cast 2 und so ein Kram. Ich glaube, ich setze komplett auf physische Attacken. Evade eventuell. Er hat Evade 2. Sie hat gar nichts an Evade und er auch nicht. Ach, ich lasse das jetzt so. Kann ich jetzt hieraus auch nochmal speichern? Das geht sogar. Nice, dann mache ich das mal eben schnell. So, und dann würde ich mal sagen, gucken wir, was von uns verlangt wird. Meine CP-Situation ist mehr als suboptimal, muss man dazu auch sagen. Also, ja, auch hier sind die Rand- und Rahmenbedingungen nicht so ganz zu 100% gut. Ich bejahe mal und dann Daumen drücken, dass es nicht zu krass wird. Okay, wir fangen mit den Jungs an. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich auf Zweikämpfe hinausläuft. Also, wahrscheinlich ja, aber ob wir beide auch so steuern oder ob das so erfüllt ist, wenn wir das jetzt hier erfolgreich über die Bühne bringen. So, we're up against the guys first. No matter what distance we try to attack from, they have someone capable of countering us. Well, as long as we beat them all, we still win, right? That's the spirit, but don't let your guard down. Yeah, just stay aware of the distance between us and them and don't miss any openings they leave us. Das heißt, ich darf jetzt nicht nah an die ran, oder was? Looks like you're all fired up and ready to start. Alright then, begin. Sonderkondition. Jetzt. Bitte. Angst. Bitte sprechen Sie schneller. Oh mein Gott. No one is knocked out during the battle. Evade and counter an enemy attack. Okay, besser als irgendwas mit Impede. Ist natürlich jetzt auch wieder ein bisschen random, der zweite Punkt, ne? Weil ich weiß nicht, ob jeder aus meinem Team, wenn er evadet, auch automatisch countert. Aber, also kontert. Dieser Sprachmischmasch, ne? Furchtbar. Aber wir werden sehen. Ich habe ja abgespeichert, insofern sollte nicht allzu viel schief gehen. Ich werde, glaube ich... Ach, ich kann ja gar nicht Motivate nehmen. Ich wollte gerade sagen, ich werde das in weiser Voraussicht mal machen. Weil 4 Gegner doch ein bisschen viele sind. So ein Zauber, so ein Zero Arts wäre auch mal nicht verkehrt, ne?
Ich würde hier Grim Butterfly gerne mal probieren, in der Hoffnung, dass Nightmare bei denen funktioniert, aber also er braucht zu lange. Ich könnte es natürlich einsetzen, aber es braucht zu lange. Das hier geht nur auf einen. Ich werde mal... Ich glaube, ich werde mal Dark Matter ausprobieren. Elliot ist der Einzige, der vorher an die Reihe kommt, aber der wird sich wahrscheinlich nicht auf uns zubewegen und somit auch im Kreis verbleiben. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Und ja, er ist noch im Kreis. Und er hat jetzt daneben gehauen. Ich glaube, wenn Reen ein bisschen näher dran gestanden hätte, ich weiß es nicht, hätte er das dann gekontert? Oder hat das nichts mit der Nähe zum Angreifer zu tun? Keine Ahnung. Ich bin ein bisschen irritiert, weil es halt am Anfang hieß, wir sollen Abstand halten. Aber ganz ehrlich, ich habe ja nur Nahkämpfer, außer Crow jetzt. Die müssen ja irgendwie an ihre Kontrahenten ran. So, warte mal, wen attackiere ich denn jetzt? Ich will, dass Elliot in dem Kreis drin stehen bleibt. Aber Schaden ist okay. Zumindest wenn Milliam und Crow angreifen. Jawohl. Sehr schön. Jetzt wird es aber unbequem nach und nach. Aber heilen darf ich mich, ne? Da gab es ja keinerlei Einschränkung. Ey! Justus hat gerade irgendeine Zustandsveränderung auf Milliam gemacht. Was ist das? Das war der Konter, oder? Oh, das sah aber mehr nach Reflexion aus. Konter wird doch immer eingeblendet, oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt hier einfach mal weiter rumballern und hoffen, dass hier irgendwann... Ich muss mal aufpassen, dass sie mir nicht alle verrecken vorher. Weil down kriege ich die relativ zügig. Könnte ich jetzt sogar mit Milliam final abschließen, weil sie jetzt dreistellig ist mit ihren CP. Ich weiß nicht, irgendjemand müsste mal eben bitte Reen angreifen. Ja, nee, das ist eher nicht Reen. Das ist Noble Command. Oh nein. Oh nee, auf sowas habe ich ja gar keinen Bock. Au. Okay, jetzt wird's ungemütlich. Jetzt wird's ein bisschen zu ungemütlich für meinen Geschmack. So, warte. Ich würde eigentlich als nächstes gerne Magias aus dem Weg räumen, weil ich glaube, dass bei dem Kontern irgendwie so ein bisschen kompliziert ist. Wir werden jetzt hier einmal Gaius erstmal ausnocken. Ich hatte zumindest gehofft, dass das reicht. Das tut's aber leider nicht. So, du musst dich ganz unbedingt heilen. Und ich werde jetzt, weil ich nicht an meine Speisen ran möchte, ich werde jetzt einmal den hier opfern. Haben wir ja noch ein paar über. So, und Reen wird jetzt Gaius ausnocken. Wenn am Ende nur noch einer übrig ist, dann hoffe ich, dass, wenn ich mich die ganze Zeit passiv aufstelle, dass dann irgendwann der Konter auch zustande kommt. Ich würde gerne nochmal in die Statuswerte reingucken. Ich weiß nicht, welcher von meinen Charakteren jetzt den höchsten Evade-Wert hat, ehrlich gesagt. Bei denen müsste ich dann eigentlich ja vorschicken, ne? So, Justus wird auf jeden Fall derjenige sein, der den Konter jetzt erzwingen muss. So, warte mal, sie. Ich werde sie jetzt auch mal hier ins Zielfeuer setzen. In der Hoffnung, damit die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass hier mal ein Konter passiert. Ich glaube, Crow war der Einzige, der gerade eben so ein Evade-Quartz auch drin hatte, ne? Naja, wir müssen gucken. Ich glaube, das ist einfach nur ein Geduldsspiel jetzt, aber es nervt trotzdem. Nicht, dass Justus jetzt so eine Hitquote von 100 hat und generell nie daneben haut. Wie passt das denn zusammen? Wenn ich einen Evade-Wert von 50% habe und mein Gegenüber hat 100% Trefferwahrscheinlichkeit, das geht ja dann irgendwie nicht, ne? Ja, ist es nicht. Ich meine, mit den 100% habe ich eh verkackt, weil ich irgendwie im letzten Kapitel ja auch nur einen A-Rang bekommen habe. Deswegen ist Hopfen und Malz hier vielleicht eh schon längst verloren. Keine Ahnung, Reen, vielleicht könntest du zur Abwechslung mal ausweichen. Das wäre mega nett. Ja, ausweichen und dann im Anschluss kontern natürlich. Das reine Ausweichen an sich, das reicht ja nicht aus. Habe ich irgendwas, um meine Leute zu heilen mit den Leuten, die hier gerade dabei sind? Ich glaube nicht. Oh, das geht schon wieder so auf meine Ressourcen und das nervt. Ich will eigentlich sowas jetzt hier nicht einsetzen, aber Tierbalm gibt mir kaum irgendwas zurück. Warte mal, vielleicht muss ich jetzt doch auf meine Speisen. Vielleicht irgendwas, was die Defensive noch erhöht oder so. Keine Ahnung. Nee, Curen brauche ich nichts. CP brauche ich jetzt ja auch nicht.
Ich muss noch meine Widerstandskraft irgendwie ein bisschen verbessern. Arzt und Arzt Defense. Nee, ist es auch nicht. Restores, nee. Hier, sowas, da bin ich wieder beim Nordporridge. Ich nehme das jetzt einfach mal. Und dann bete ich, dass jetzt langsam bitte ein Konter zustande kommt, der auch als Counter eingeblendet wird. Weil ganz ehrlich, wenn Usis jetzt die Attribute hat, gilt auch für alle anderen Charaktere, die ich in Form von Quarzen, obwohl ich habe den Leuten habe ich ja ihre Quarze alle rausgenommen. Wobei bei Usis weiß ich gar nicht. Usis war doch war der nicht ein Ersatzbank-Member gewesen beim letzten Schoolhouse-Besuch? Boah, ist das ätzend, ey. Ich hasse diese Practical X. Eigentlich hasse ich die nicht, aber diese Sonderkondition, die du hier manchmal erfüllen musst, die so schwer zu beeinflussen sind. Also, ich finde, also eigentlich sind die nicht schwer zu beeinflussen. Ich muss die Aussage nochmal korrigieren. Ich würde es halt schöner finden, wenn du erstmal erfahren würdest, was du tun musst und danach in das Menü reingelassen wirst, wo du deine Anpassung mit Equipment und sowas alles vornehmen kannst. Kann ich das nicht irgendwie anders alles skippen? Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, ich muss mich jetzt hier immer zur Seite moven. Ich schneide das mal raus und wenn hier hoffentlich irgendwann mal was Gutes passiert, dann seid ihr wieder dabei. Jetzt. Ja, da ist mein Konter. Okay, das hat jetzt 1 oder 2 Minuten oder so gedauert. Also nicht wirklich lang. Alles gut. So, jetzt kann ich dich, Usis, entschuldige, dass ich das so brutal formuliere, aber jetzt kann ich dich endlich genüsslich umnieten, denn ich bin heilfroh, dass der Kampf jetzt vorbei ist. Ich hatte wirklich so eine Panik, weil es hätte ja auch sein können, dass Reen jetzt vielleicht eine Evade-Quote von 0% hat. Das weiß ich gerade aus dem Kopf nicht, weil ich das vorher halt nicht im Fokus hatte, als wir im Menü waren. Und dann hätte ich ja hier bis morgen noch sitzen können. Aber egal. Wir hatten den Counter und keiner ist verreckt, also alles gut. Alle Conditions are met, quasi. Aber nur mit einem T, bitte. That's enough. The match goes to Team Whatever. It's almost hard to believe this is your first time fighting together. Ist es ja nicht. Wir waren im Schoolhouse gemeinsam. We did it. Not bad. Haha, you guys didn't stand a chance. Don't get so full of yourself. Come on now. The 3 of you certainly don't pull your punches. Hey, you got more than a few good hits in yourself. Kommen jetzt die Mädels nochmal dran? Oder war's das? Wow, don't start breaking out the cold drinks yet. There's plenty more action in store. Next up, Team Whatever versus Team Class President will begin after a 5-minute break. Wait, we have to do 2 in a row? Fine by me. Oh boy, we've got ourselves a real slave driver here. Ja, aber das war euch vorher schon klar, oder? So, sind die Konditionen dann jetzt die gleichen? Oder wird jetzt automatisch gekämpft? Irgendwie habe ich vor denen mehr Angst. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich weil ich Laura und Fee wieder zusammen sehe. Well, at least we had a chance to catch our breath, but now we're up against the girls. It's safe to say that the biggest threat is Laura and Fee on the front lines. I'm guessing those two are gonna come out swinging with Elisa and Emma covering them from the rear. Yeah, probably. We're going to have to hold the line and weather their attacks while we look for an opening to break through. Alright, hope you've got your strength back, because it's time for our second beautiful bout. Begin! Na, mal gucken. Sind die Konditionen jetzt die gleiche oder gibt's hier sowas nicht? Ich bin nicht nochmal ins Menü gekommen, ne? Cancel. Oh nein. Oh nein. Oh, das wird so ätzend. Das wird so ätzend. Warum wird das ätzend? Weil ich das erst in der nächsten Folge mache. Oh, ich hab da jetzt schon keinen Bock drauf. Okay, vielleicht habe ich ja Glück.
Ja, ich muss mir beim nächsten Mal da irgendwie was einfallen lassen. Weil wenn ich das hier verkacke, dann muss ich theoretisch neu laden und darf auch den Kampf davor nochmal machen. Und darauf habe ich auch keinen Bock. Aber wird schon irgendwie schief gehen. Liebe Leute, ich bedanke mich für heute erstmal fürs Einschalten. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao.